der Remo Pedron. Er hat in seinem Schuhkasten fast nur luftgeküsste Schuhe von Kibun. Der Pensionär ist ein richtiger Fan der Schweizer Erfindung. Aufmerksam geworden auf den Kibut ist der Rheintaler per Zufall. Den habe ich entdeckt in der Drogerie im Gallusmarkt St. Gallen. Reines Zufall, weil ich warten auf die Frau, sie hat Medikamente gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ich will mal rasch reinsteigen in einen. Und ich habe ihn angelegt und gesagt, das ist genau das, was ich brauche. Schon bei dem ersten Schritt war der Pensionär wieder schmerzfrei. Und das nach einer langen Leidensgeschichte. Ich habe Arthrose in beiden Zechengelenken, in der grossen Zechengelenk links und rechts. Und habe ihn dort mal spritzen lassen mit so Salzlösungen. Hat aber nicht gewirkt. Im Gegenteil, wenn ich dann abgelegen bin im Bett, habe ich so Gichtschübe bekommen. Das sind brutale Schmerzen. Und dann haben wir mal Einlagen machen lassen. Hat auch nichts genützt. Und seit ich diese Schuhe habe, ist einfach, ich kann laufen, kann stehen. Und das Schönste ist einfach, ich habe am Schluss, wenn ich im Bett bin, ich habe keine Beschwerden mehr. Das ist weg, oder? Darum war für ihn auch der Preis des Schuhs von rund 300 Franken nie ein Thema gewesen. Wenn ich denke, so eine Salzlösungsspritze kostet eine noch etwa 30 Stutz und dann machst du etwa 10, dann hast du es gerade draussen. Nein, also Medikamente sind teurer. Und das brauche ich nicht mehr. Normale Schuhe mit der harten Sohle trägt der Remo Pedron praktisch nie mehr. Und falls er einmal einen Fehlgriff in seinem Kasten macht, spürt er es sofort. Aber ich merke schon, wenn ich beim Auto einsteige, dass mir das einfach nicht gut tut. Und dann gehe ich lieber noch mal Retro wechseln. Seit der Remo Pedron den Kibut entdeckt hat, kann er sich wieder bewegen und etwas für seinen Körper tun. Das ist für ihn besonders wichtig, nicht zuletzt, weil er einen Herzinfarkt hatte. Und jetzt gehe ich einfach von daheim aus, immer von daheim aus gelaufen. Ich bringe immer eine Route, so eine Stunde, zwei bringe ich immer her, bis ich wieder daheim bin. Ich kann immer abwechseln. Wir haben hier eine wunderbare Gegend, wo du Routen auswählen kannst. Aber ich war jetzt gerade in Südfrankreich und darum habe ich unten dran einen Sandstrand. Und das war auch ein Punkt, wieso ich gemerkt habe, ich muss eine andere Unterlage haben. Ich bin jeden Morgen einmal im Sandstrand barfuß gelaufen, sicher eine Stunde. Und das hat einfach gut getan. Und es war eine Massage. Und das ist etwas ähnlich wie mit dem Schuh jetzt. Die weiche Sohle dämpft nicht nur die Schläge, sondern sie passt sich auch jedem Untergrund an. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich freue mich, wenn wieder mal ein richtiger Stein kommt und ich kann draufstehen. Hätte ich mit dem anderen Schuh nicht mehr machen können. Also Untergrund spielt überhaupt keine Rolle. Man kann noch ein Bächlein leiden, wo du drüber reingehen mit ein bisschen Wasser. Aber das ist kein Problem. Das Warten auf seine Frau in der Apotheke hat sich also gelohnt. Sonst hat der Pensionär den Kibut nicht entdeckt und könnte heute nicht schmerzfrei durch den Alltag. So macht jeder Schritt wieder Freude und die Natur kann wieder richtig genossen werden.